Es gibt eine Zahl, die man kennen sollte, bevor man diese Geschichte versteht. 1600 Kilometer pro Stunde. So schnell bewegt sich ein Rafale-Kampfjet durch die Luft. Aber das ist nicht das Entscheidende. Interessant wird es erst, wenn man sieht, wer hinter diesem Flugzeug steht. Nicht sichtbar, nicht laut, sondern so, dass die meisten Menschen in Frankreich erst verstanden haben, was passiert ist, als sie längst nichts mehr dagegen tun konnten. Und wenn man einmal sieht, wie tief diese Familie wirklich im System steckt, stellt sich eine unangenehme Frage: Gehört Frankreich wirklich noch sich selbst oder gehört es ihnen? Die Familie Dassault, Rüstung, Medien, Politik, Immobilien. Es gibt kaum einen Bereich in Frankreich, in dem ihr Name nicht irgendwann auftaucht. Und genau das ist das Problem, weil man irgendwann aufhört zu merken, wie viel Einfluss eine einzelne Familie wirklich hat, bis man genauer hinschaut. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Denn diese Geschichte beginnt nicht mit Macht. Sie beginnt mit etwas, das viel harmloser wirkt. Ein Junge in Paris, besessen von einer Idee. Fliegen. Sein Name war nicht Dassault. Nicht am Anfang. Am Anfang war er einfach nur ein Junge in Paris, geboren 1892. Sohn eines Arztes. Nichts an seiner Familie deutete darauf hin, dass aus ihm einmal einer der einflussreichsten Männer Frankreichs werden würde. Etwas, das man nicht in Statistiken sieht. Fast schon eine Obsession. Er wollte verstehen, wie man einen Menschen in die Luft bringt und wieder sicher herunter. Es ging nie um Geld, nicht am Anfang. Und auch nicht um Macht, sondern um etwas viel Einfacheres. Und gleichzeitig viel Gefährlicheres. Die Idee, dass der Mensch nicht auf dem Boden bleiben muss. Und die Frage, welche Maschine stark genug ist, ihn dort oben zu halten. Dann beginnt der Krieg. Und plötzlich reicht Talent nicht mehr aus. Frankreich braucht Flugzeuge. Viele, schnell, besser als die der Deutschen. Und vor allem sofort. In solchen Momenten entstehen Karrieren. Oder sie enden, bevor sie überhaupt begonnen haben. Marcel Bloch bekommt eine Chance. Eine einzige. Er arbeitet an einem Propeller. Nicht perfekt, nicht sicher, aber besser als das, was die Armee zu diesem Zeitpunkt hat. Die Militärs testen ihn und in diesem Moment hängt alles davon ab. Funktioniert er oder nicht? Er funktioniert. Und mit einem einzigen Auftrag verändert sich sein Leben. Und das ist der Moment, in dem etwas beginnt, das sich immer wieder wiederholen wird. Krise, Druck und Risiko. Und genau dann wächst sein Unternehmen am schnellsten. Immer wieder, über Jahrzehnte, über Generationen. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Und dann endet der Krieg. Und mit ihm verschwindet alles, was sein Unternehmen am Leben gehalten hat. Keine Aufträge, keine Nachfrage, keine Sicherheit. Fabriken, die eben noch rund um die Uhr gearbeitet haben, stehen plötzlich still. Maschinen, die gebaut wurden, um den Himmel zu dominieren, rosten auf dem Boden. Marcel Bloch hat plötzlich ein Problem. Kein kleines, ein existenzielles. Er versucht, sich neu zu erfinden. Zivile Flugzeuge, Passagiermaschinen. Eine neue Richtung, aber nichts funktioniert. Projekte scheitern. Geld verschwindet schneller, als es hereinkommt. Und mit jedem Versuch wird klarer, dass das hier nicht einfach ein Rückschlag ist. Es ist ein Absturz, der sich nicht aufhalten lässt. Es gibt Jahre, in denen nichts funktioniert, in denen die Firma am Rand der Insolvenz steht, in denen andere aufgegeben hätten. Und genau hier hätten die meisten aufgehört. Er nicht. Ab hier wird aus einem Rückschlag etwas anderes. Und dann, in den 1930er Jahren, kehrt das zurück, was seinem Unternehmen immer die entscheidenden Aufträge gebracht hat. Der nächste Krieg kündigt sich an. Frankreich beginnt wieder aufzurüsten. Die Luftwaffe braucht moderne Kampfflugzeuge. Die Regierung schreibt Aufträge aus. Und Marcel Bloch ist da mit besseren Flugzeugen, mit einem besseren Angebot, mit der Erfahrung von 2 Jahrzehnten Flugzeugbau hinter sich. Er bekommt die Aufträge, sein Unternehmen wächst explosionsartig. Tausende Mitarbeiter, Fabriken in mehreren Städten. Der Name Bloch wird in der französischen Luftfahrtindustrie zu einem Begriff. Dann kommt ein 1940. 6 Wochen. Mehr braucht Deutschland nicht, um Frankreich zu besetzen. Ein ganzes Land bricht schneller zusammen, als es irgendjemand erwartet hat. Und plötzlich steht Marcel Bloch vor einer Entscheidung. Keine geschäftliche. Eine, die darüber entscheidet, ob er überlebt. Die Deutschen wollen, dass er weiter Flugzeuge baut. Für sie. Für die Wehrmacht. Für den Krieg, den sie gerade gewonnen haben. In dieser Situation gibt es normalerweise nur eine Antwort. Anpassung. Zusammenarbeit. Überleben um jeden Preis. Marcel Bloch entscheidet sich anders. Er entscheidet sich dagegen. Das ist keine selbstverständliche Entscheidung. Es gibt andere Unternehmer in Frankreich, die in dieser Situation anders entscheiden, die weitermachen, die sich arrangieren, die sich sagen, dass sie keine Wahl haben oder dass Widerstand sinnlos ist oder dass man das Beste aus einer schlechten Situation machen muss. Und er bleibt dabei. Und dieses Nein hat Konsequenzen sofort. Er wird verhaftet, ohne Verhandlung, ohne Diskussion. Und dann endet er an einem Ort, an dem Menschen normalerweise nicht zurückkommen. Buchenwald.
Ein Konzentrationslager. Kein Geschäft mehr, keine Strategie, kein Einfluss, jeden Tag nur noch eine Frage. Überlebt er? Er wird krank. Er verliert Gewicht. Er verschwindet langsam. Und irgendwann bleibt nur noch eines übrig. Überleben. Krank, ausgezehrt, am Ende seiner physischen Kräfte. Was er dort erlebt, lässt sich nicht wirklich erklären. Aber man versteht es erst, wenn man sieht, was er danach tut. Als er 1945 zurückkommt, ist er nicht mehr derselbe Mensch. Und das sieht man an der ersten Entscheidung, die er trifft. Er behält seinen Namen nicht, der Name Bloch verschwindet. Und an seine Stelle tritt etwas Neues. Marcel Dassault, ein Name aus dem Widerstand. Geprägt vom Krieg. Kein Zufall, sondern eine Entscheidung. Die Entscheidung, nicht als Opfer zurückzukommen, sondern als jemand, der nie wieder in diese Position geraten will. Und ab diesem Moment baut er nicht einfach ein Unternehmen auf. Er baut etwas, das bleiben soll. Wenn Sie solche Geschichten mögen, abonnieren Sie den Kanal. Wir gehen hier immer einen Schritt tiefer. Der Name kommt nicht aus dem Nichts. Es ist der Kampfmann seines Bruders im Widerstand. Ein Name, der mit Gewalt verbunden ist. Mit Kampf und Überleben. Ein Name, der aus dem Krieg stammt. Und genauso wirkt er. Ein Name, der sagt, ich bin zurück. Und diesmal anders. Was er danach aufbaut, passiert schneller, als man erwarten würde. Der Krieg ist vorbei. Frankreich sucht nach etwas, das es verloren hat. Nach Stärke. Nach Unabhängigkeit. Marcel Dassault versteht das früher als die meisten. Frankreich will auch in der Luft unabhängig sein. Das ist nicht nur militärisch, das ist politisch. De Gaulle, der Mann, der Frankreich durch den Krieg geführt hat und der jetzt seinen Schatten über die neue Republik wirft, ist obsessiert mit nationaler Unabhängigkeit. Mit der Vorstellung, dass Frankreich seinen eigenen Weg geht, auch wenn die Welt längst in zwei Lager geteilt ist. Und genau hier kommt Dassault ins Spiel. Sein erstes Flugzeug nach dem Krieg trägt einen passenden Namen. Es ist einfach, robust, effektiv. Die französische Luftwaffe kauft es, Israel kauft es, Indien kauft es, der erste internationale Erfolg. Dann kommt der Mystère, dann der Super Mystère, dann in den 1960er Jahren das Flugzeug, das den Namen Dassault in jedem Verteidigungsministerium der westlichen Welt trägt. Der Mirage. Der Mirage ist mehr als nur ein Flugzeug. Er sagt, Frankreich kann das. Alleine, ohne amerikanische Technologie, ohne NATO-Blueprints, ohne Lizenzproduktion von ausländischen Entwürfen. Ein rein französisches Hochleistungsflugzeug, das in diesem Moment besser ist als fast alles andere. Die Bestellungen kommen aus aller Welt. Aus Ländern, die ebenfalls unabhängig bleiben wollen. Aus Ländern, die amerikanische Flugzeuge nicht kaufen können oder wollen. Aus Ländern, in denen der Name Frankreich für etwas anderes steht als der Name Amerika. Und damit beginnt etwas, das über den Flugzeugbau weit hinausgeht. Wer Kampfflugzeuge verkauft, verkauft mehr als nur Technik. Er verkauft Abhängigkeit, Ersatzteile, die nur er liefern kann, Wartungsverträge, die nur seine Techniker erfüllen können, Ausbildung, die nur seine Instruktoren geben können. Ein Käufer von Mirage Jets bleibt kein einmaliger Kunde. Er bleibt. Ein Partner, der zurückkommt. Immer wieder. Und genau das macht ihn gefährlich gut. Lange bevor Strategieberater es in Präsentationen aufschreiben. Was zu diesem Zeitpunkt niemand außerhalb der engsten Kreise ahnt. Der Verkauf von Kampfflugzeugen ist nur die sichtbarste Schicht. Was darunter liegt, ist komplizierter, einflussreicher und in manchen Aspekten deutlich problematischer. Das reicht noch nicht aus. Marcel Dassault ist kein gewöhnlicher Unternehmer, kein stiller Unternehmer im Hintergrund. Kein Mann, der die Öffentlichkeit scheut. Er ist präsent, laut, selbstbewusst mit einem Witz, der manchmal an der Grenze zum Unverschämten entlangläuft. Er sagt Sätze, die in Sitzungsräumen nicht fallen sollten, und er sagt sie trotzdem. Er sagt, was er denkt, ohne Filter. Gute Flugzeuge bauen, Geld verdienen, Frankreich stark machen. Das ist sein Programm. Es ist simpel. Und es funktioniert. Aber Mitte der 1950er Jahre fügt er seinem Programm eine neue Komponente hinzu. Er geht in die Politik. 1951 wird Marcel Dassault Abgeordneter in der französischen Nationalversammlung. Nicht für eine linke Partei, nicht für eine rechte, sondern für eine gaullistisch-konservative Bewegung, die sich um die Vorstellung nationaler Stärke und wirtschaftlicher Unabhängigkeit gruppiert. Genau die Werte, die auch sein Unternehmen verkörpert. Er bleibt Abgeordneter. Mit Unterbrechungen. Über Jahrzehnte. Bis ins hohe Alter. Und genau hier beginnt etwas, das über das Persönliche hinausgeht. Ein Rüstungsunternehmer im Parlament ist keine neutrale Figur. Er sitzt in Ausschüssen, die über Verteidigungsbudgets abstimmen. Er hat Zugang zu Informationen über Ausschreibungen, bevor sie öffentlich werden. Er kann Kontakte knüpfen, die ein Unternehmer ohne politische Funktion niemals knüpfen könnte. Ist das Korruption oder einfach nur das System?
Vielleicht ist genau das die Frage, die man sich stellen muss: Wo endet strategische Nähe und wo beginnt echte Abhängigkeit? In Frankreich waren Staat und Wirtschaft nie wirklich getrennt. Und genau das spürt man hier. Die Grandes Entreprises, die großen Unternehmen, sind nie vollständig privat. Und der Staat ist nie vollständig getrennt von wirtschaftlichen Interessen. Und genau darin liegt die Macht. Und er weiß genau, wie man in diesem System gewinnt. Aber das erklärt noch nicht alles. In den 1970er Jahren passiert etwas, das zeigt, wie weit das wirklich geht. Und das gleichzeitig zeigt, wie gefährlich diese Verbindungen werden können, wenn sie in die falsche Richtung gezogen werden. Ein Deal, der alles verändert. Der Käufer ist kein normaler Partner. Er ist kein einfacher Kunde. Er ist aggressiv, unberechenbar antisemitisch. Er finanziert Terrororganisationen. Er destabilisiert Nachbarländer. Er ist nicht der Typ von Partner, den man in einer Präsentation vor Menschenrechtsorganisationen zeigen würde. Und Frankreich macht den Deal trotzdem. Mehr als 100 Stück. Die offizielle Begründung ist pragmatisch. Frankreich hat kein Interesse daran, seinen Exportmarkt zu moralisieren. Kunden sind Kunden. Und Gaddafi zahlt in bar pünktlich, ohne zu feilschen. Was dabei nicht gesagt wird: Diese Flugzeuge werden zu einem politischen Problem. Ägypten, das zu dieser Zeit mit Libyen im Konflikt liegt, protestiert. Israel, das eine eigene Vereinbarung mit Dassault über Mirage-Technologie hatte, ist alarmiert. Und die Geschichte wird noch komplizierter. Weil ein Teil der Mirage-Baupläne, die für Libyen bestimmt sind, auf einem Weg nach Israel gelangt, der bis heute nicht vollständig aufgeklärt ist. Durch eine Geheimoperation des Mossad die Baupläne aus der Schweiz extrahiert. Durch einen Mittelsmann, dessen Identität jahrelang unbekannt bleibt. Die Geschichte der Dassault-Flugzeuge und ihrer Baupläne ist an diesem Punkt eine Geschichte, die in mehreren Ländern gleichzeitig stattfindet, mehrere Geheimdienste involviert und in der die Grenze zwischen legalem Rüstungsexport und etwas anderem so unscharf wird, dass niemand sie mehr genau ziehen kann. Hier kippt die Geschichte. Nicht wegen Libyen, nicht wegen dem Mossad, sondern wegen dem, was dieser Moment über die Natur der Macht zeigt, die Dassault in diesen Jahrzehnten aufgebaut hat. Wer Kampfflugzeuge baut, spielt ein anderes Spiel. Es ist ein strategischer Akteur. Ein Akteur, der in die Außenpolitik seines Landes eingebettet ist, der von politischen Entscheidungen abhängt und der gleichzeitig politische Entscheidungen beeinflusst. Der Staat braucht Dassault. Dassault braucht den Staat, um Aufträge zu bekommen und Exportgenehmigungen zu erhalten. Sie sind voneinander abhängig. Und wer sich gegenseitig braucht, lässt sich nicht mehr einfach voneinander trennen. Marcel Dassault versteht das. Er hat es vielleicht von Anfang an verstanden. Und er hat seine Familie, sein Unternehmen, seinen Einfluss so aufgebaut, dass diese gegenseitige Abhängigkeit nicht als Schwäche erscheint, sondern als Stärke. Was nach seinem Tod kommt, ist die Frage, ob das, was er aufgebaut hat, ohne ihn existieren kann. Marcel Dassault stirbt 1986. Er ist 94 Jahre alt. Er hat sein Unternehmen von einem Propellerhersteller im Ersten Weltkrieg zu einem der bedeutendsten Rüstungskonzerne der westlichen Welt geführt. Er hat in der Politik gesessen und Flugzeuge verkauft und Zeitungen gekauft und Immobilien gesammelt und gelebt wie ein König, nicht weil er Geld liebte, sondern weil er Frankreich liebte und weil er der Überzeugung war, dass sein Erfolg und der Erfolg Frankreichs dasselbe waren. Ob diese Überzeugung richtig war, ist eine Frage, auf die diese Geschichte noch keine Antwort hat. Was die Antwort komplizierter macht, kommt im zweiten Teil. Man muss an dieser Stelle über etwas sprechen, das in den meisten Erzählungen über Marcel Dassault weggelassen wird. Nicht aus Böswilligkeit, sondern weil es sich schlecht in eine Geschichte fügt, die von Aufstieg und Triumph handelt. Die Frage der Nähe zu autoritären Regimen. Dassault-Flugzeuge sind im Laufe der Jahrzehnte in Länder geliefert worden, deren Regierungen demokratische Grundsätze nicht als Priorität betrachten. Das ist keine Besonderheit von Dassault, das gilt für nahezu jeden großen Rüstungsexporteur der westlichen Welt. Amerika, Großbritannien, Deutschland. Alle haben Waffen in Länder verkauft, bei denen man lieber nicht so genau hinschaut, wofür sie verwendet werden. Aber Dassault hat diese Praxis zu einem System gemacht. Einem System, das bestimmte politische Verbindungen voraussetzt, bestimmte Informationsflüsse, bestimmte Absprachen zwischen Regierung und Unternehmen, die nie vollständig öffentlich werden. Indien kauft Dassault Flugzeuge. Das ist bekannt und unproblematisch. Indien ist eine Demokratie, ein legitimer Rüstungskunde. Aber die Geschichte, wie der Rafale-Deal mit Indien in den 2010er Jahren zustande kommt, ist eine Geschichte voller Fragen. Warum wechselt Indien plötzlich seinen bevorzugten Anbieter? Warum ändert sich die Stückzahl dramatisch? Warum ist die Preisgestaltung, die am Ende vereinbart wird, so verschieden von dem, was ursprünglich verhandelt wurde? Und warum ist ein indisches Unternehmen, das enge Verbindungen zum damaligen Premierminister hat, plötzlich Partner von Dassault in diesem Deal? Die indische Opposition nennt das Skandal. Die indische Regierung nennt es Staatsgeheimnis. Das indische oberste Gericht prüft den Fall und erklärt ihn für rechtmäßig in einem Urteil, das selbst Gegenstand von Kontroversen wird.
Was die Wahrheit ist, liegt irgendwo in dem Raum, der entsteht, wenn Rüstungsgeschäfte auf Geheimhaltung bestehen und demokratische Kontrolle an ihre Grenzen stößt. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Parallel zu Flugzeugen und Politik läuft ein dritter Strang, der weniger bekannt ist, aber für das Gesamtbild der Familie Dassault unverzichtbar ist. Die Medien. 1972 kauft Marcel Dassault die Zeitung Le Figaro. Eine der ältesten und prestigeträchtigsten Tageszeitungen Frankreichs. Gegründet 1826. konservativ. Einflussreich. Gelesen von Politikern, Unternehmern, dem Establishment. Warum kauft ein Flugzeugbauer eine Zeitung? Die naheliegende Antwort ist die wirtschaftliche. Diversifizierung, Investition, Absicherung. Aber die interessantere Antwort geht tiefer. Wer die Zeitung besitzt, die die Meinungsführer Frankreichs lesen, besitzt etwas, das sich nicht in Jahresberichten ausdrücken lässt. Zugang. Einfluss auf die Erzählung. Die Fähigkeit, Themen zu setzen oder zu ignorieren. Die Möglichkeit, Kritik zu formen oder zu dämpfen. Man muss daraus keinen Vorwurf machen, um das Problem zu sehen. Unter Serge Dassault, Marcels Sohn und Nachfolger, wird Le Figaro zum Herzstück eines Medienimperiums, das sich über mehrere Publikationen erstreckt. Die redaktionelle Linie ist konservativ, wirtschaftsfreundlich und in Fragen der Verteidigungspolitik bemerkenswert zurückhaltend mit Kritik an der Rüstungsindustrie. Zufall? Vielleicht. Redaktionelle Überzeugung? Möglich. Oder das natürliche Ergebnis einer Eigentümerstruktur, in der Rüstung und Medien in denselben Händen liegen. Die Frage stellt sich, und sie bleibt unbequem. Serge Dassault ist nicht sein Vater. Das ist keine Kritik, es ist eine Feststellung. Marcel war ein Visionär, ein Ingenieur, ein Mann des 20. Jahrhunderts in seinem Kern. Serge ist ein Erbe, ein fähiger, ehrgeiziger, politisch aktiver Erbe. Aber ein Erbe. Er übernimmt das Unternehmen nach dem Tod seines Vaters. Er führt es weiter, er modernisiert es, er navigiert es durch die veränderte Landschaft der Nachkältekriegs-Rüstungsindustrie. Er führt den Rafale zur Serienreife, jenes Mehrzweckkampfflugzeug, das Frankreich in den 1980er Jahren zu entwickeln beginnt und das erst Jahrzehnte später seine ersten Exporterfolge feiert. Er geht auch in die Politik, wie sein Vater. Er wird Senator für den Departement Essonne, südlich von Paris. Er ist Senator über viele Jahre, er hat Einfluss. Er hat Kontakte. Er hat das Netzwerk, das sein Vater aufgebaut und das er geerbt und erweitert hat. Und dann, in den 2000er Jahren, kommt ein Skandal, der ihn direkt trifft. Nicht als Unternehmer, als Politiker. Serge Dassault sah sich Vorwürfen des Stimmenkaufs gegenüber. Im Jahr 2017 wurde er wegen Delikten im Zusammenhang mit Steuerangelegenheiten und fragwürdigen Geschäftspraktiken verurteilt. Er stirbt 2018, bevor das Verfahren in allen Instanzen abgeschlossen ist. Das ist kein Randgeschehen. Das ist der Erbe des größten privaten Rüstungsunternehmens Frankreichs, der wegen Stimmenkaufs verurteilt wird. Und genau hier muss man innehalten. Nicht um zu urteilen, sondern um zu verstehen, was dieser Moment über die Struktur dieser Familie und dieser Institution aussagt. Über eine Macht, die so groß geworden ist, dass sie sich in allen Richtungen ausdehnt. In die Rüstung, in die Politik, in die Medien, in die lokale Verwaltung. Und die dabei irgendwann das Gespür dafür verliert, wo die Grenze liegt. Das ist der Wendepunkt dieser Geschichte. Nicht ein dramatischer Absturz, nicht ein plötzliches Ende, sondern ein langsamer, fast unmerklicher Prozess, in dem eine Familie, die mit ehrlichem Talent und echten Leistungen begonnen hat, sich in etwas verwandelt, das schwerer zu verteidigen ist. Was danach kommt, ist die Frage, was von all dem bleibt. Das ist der Inhalt des zweiten Teils. Es gibt ein Flugzeug, das einfach niemand kaufen wollte, obwohl Milliarden darin steckten, obwohl es technisch überlegen war und von der französischen Regierung bei jeder Gelegenheit angepriesen wurde. Und trotzdem immer verlor. Sein Name, Rafale. Er war früh bereit. Er wurde in den 1990ern zur Serienreife gebracht. Er sollte alles verkörpern, was Frankreich konnte. Die Krönung einer Tradition, die mit den ersten Propellern von Marcel Bloch begonnen hatte. Und dann wird klar, dass etwas nicht funktioniert. Überall, in jedem großen Ausschreibungsverfahren, an dem er teilnahm, landete der Rafale auf dem 2. oder 3. Platz. Immer hinter amerikanischen oder schwedischen oder britisch-deutschen Konkurrenten. Immer mit derselben stillen Demütigung für ein Land, das sein Militärprestige in die Unabhängigkeit seiner Rüstungsindustrie investiert hatte. 29 Jahre lang kauft ihn niemand. Und genau das ist das Problem. 29 Jahre. Und was dann passiert, verändert alles. Um zu verstehen, was die Familie Dassault wirklich ist und was sie bereit ist zu tun, um das zu bleiben, was sie ist. Die Rüstungsindustrie hat ihre eigene Diplomatie, ihre eigene Logik. Ihre eigenen Regeln, die in keinem Lehrbuch stehen, aber von jedem verstanden werden, der in dieser Welt arbeitet. Kampfflugzeuge kaufen sich nicht wie Autos. Kein Land schickt einen Einkäufer mit Katalog in eine Messehalle und entscheidet nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Kauf eines Kampfjets ist eine strategische Entscheidung, eine politische Entscheidung.
Eine Entscheidung, die sagt, mit wem stehen wir, von wem wollen wir abhängig sein, wessen Technologie, wessen Wartung, wessen Ersatzteile, wessen politische Partnerschaft wählen wir. Das bedeutet, dass Rüstungsverkäufe immer von Dingen begleitet werden, die offiziell nicht existieren. Informelle Absprachen, gegenseitige Gefälligkeiten, wirtschaftliche Gegenleistungen, die in Parallelverträgen versteckt werden, politische Versprechen, die nie schriftlich festgehalten werden, aber beide Seiten kennen. Das ist nicht spezifisch für Frankreich. Das ist die globale Rüstungsindustrie. Aber Frankreich und Dassault haben in diesem Spiel eine eigene Note entwickelt. Eine Note, die mit dem Begriff Diplomatie des Armes beschrieben wird, Waffendiplomatie. Der Verkauf von Rüstungsgütern als Instrument der Außenpolitik, als Werkzeug der Einflussnahme, als Kit für Beziehungen, die sonst keine gemeinsame Sprache hätten. Und Dassault ist das wichtigste Instrument dieser Diplomatie. Was zu diesem Zeitpunkt in den langen Jahren der Rafale-Dürre niemand außerhalb des innersten Kreises weiß: Der Durchbruch, der kommt nicht durch ein besseres Flugzeug. Er kommt durch bessere Politik. 2015. Ägypten. Das erste Exportland, das den Rafale kauft. Nicht, weil Ägypten unter all den verfügbaren Optionen den Rafale für das beste Flugzeug hält, sondern weil Frankreich Ägypten in einem Moment anbietet, in dem Ägypten etwas braucht, das wichtiger ist als ein gutes Flugzeug: Legitimität. Abdel Fattah al-Sisi hat 2013 durch einen Militärputsch die Macht übernommen. Der erste demokratisch gewählte Präsident Ägypten, Mohamed Morsi, wurde abgesetzt, verhaftet, später verurteilt. Die westliche Welt reagierte verhalten, Menschenrechtsorganisationen kritisierten, Regierungen zögerten, Rüstungsverkäufe wurden eingefroren oder eingeschränkt. Frankreich nicht. Frankreich verkaufte Rafale-Jets an Ägypten. Es war ein Signal: Paris anerkennt das neue Regime, Paris macht Geschäfte mit dem neuen Regime, Paris setzt auf Stabilität über Demokratie. Der Rüstungsvertrag war gleichzeitig eine politische Aussage. Kurz danach folgte Katar, dann Indien, dann die Vereinigten Arabischen Emirate, dann Griechenland, dann Kroatien, dann Indonesien. Der Staudamm bricht. Nach 29 Jahren fließt das Wasser. Und Frankreich feiert, nicht leise, laut, öffentlich. Als wäre der Rafale-Erfolg ein nationaler Triumph, gleichwertig mit einem Sieg bei der Weltmeisterschaft. Präsident Macron persönlich begleitet die Verkaufsverhandlungen. Er reist mit Dassault-Führungskräften nach Kairo, nach Neu-Delhi, nach Abu Dhabi. Der Präsident reist persönlich mit, der Staat als Verkäufer. Manche würden sagen, das ist kluge Industriepolitik. Andere würden sagen, genau hier wird es gefährlich. Das ist nicht ungewöhnlich in Frankreich. So funktioniert es. Aber das erklärt noch nicht alles. Weil hinter jedem dieser Deals Fragen stehen, die niemand laut stellt. Nicht in Paris, nicht in den Medien, nicht im Parlament. Wie genau wurden bei großen Rüstungsgeschäften Finanzflüsse abgewickelt? Wer ist daran beteiligt? Welche Strukturen werden dabei genutzt? Und in welchen Regionen findet dies statt? Warum sind die Vertragsdetails bis heute als Staatsgeheimnis klassifiziert? Dass indische Oppositionsführer jahrelang vor Gericht klagen, um die Dokumente zu bekommen, und scheitern. Wie genau laufen die Provisionen, die in großen Rüstungsgeschäften immer fließen? An wen? Über welche Zwischengesellschaften? In welchen Ländern? Die Rüstungsindustrie ist ein Sektor der Weltwirtschaft, in dem bestimmte Praktiken rund um Beschaffung und Provisionen seit langem als komplex gelten. Nicht, weil die Behörden unfähig wären, sondern weil Staatsgeheimnisse, nationale Sicherheitsinteressen und diplomatische Immunität wie Schutzschilde wirken, die jeden Ermittler auf Abstand halten. Dassault ist in diesem System kein Ausreißer. Dassault ist das System. Und das ist keine Anklage, das ist eine Beschreibung. Serge Dassault ist 2018 gestorben. Er hinterließ eine Familie, ein Unternehmen, ein Imperium und offene juristische Verfahren, die nach seinem Tod weitergeführt wurden. Die Verurteilungen wegen Korruption und Stimmenkaufs in Corbeil-Essonnes gehören zu einem Kapitel, das die Familie gerne schließen würde. Das Kapitel schließt sich nicht. In den Jahren nach Serges Tod kommen weitere Details ans Licht. Mittelsmänner, die aussagen, Dokumente, die auftauchen, Zeugen, die reden. Das Netzwerk in Corbeil-Essonnes, dieser unremarkable Vorort südlich von Paris, entpuppt sich als Mikrokosmos einer Machtstruktur, die auf persönlicher Kontrolle, auf Bargeld, auf Loyalitäten basiert, die mit demokratischer Wahlbeteiligung nur am Rande zu tun haben. Es ist das Bild eines Mannes, der so lange in Umgebungen gearbeitet hatte, in denen Geld Probleme löst, dass er sich nicht mehr vorstellen konnte, dass manche Probleme nicht auf diese Weise lösbar sein sollten. Sein Sohn Olivier Dassault, der das Mandat des Vaters im Parlament weiterführte und als der wahrscheinliche Nachfolger in der Familiendynastie galt, stirbt im März 2021 bei einem Hubschrauberabsturz in der Normandie. Er war 69 Jahre alt. Die Nachricht trifft Frankreich unerwartet. Nicht nur wegen des Verlustes einer prominenten Figur, sondern weil mit Olivier Dassault die Person starb, die den Übergang in die nächste Generation am unmittelbarsten verkörpert hatte.
Was bleibt, ist eine Familie, die ihre Führung neu ordnen muss. Und ein Unternehmen, das größer ist als jede einzelne Person in ihr. Dassault Aviation existiert heute als börsennotiertes Unternehmen. Die Familie hält die Mehrheit direkt und über die Holdinggesellschaft Groupe Industrielle Marcel Dassault. Éric Trappier, kein Familienmitglied, leitet das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender. Das ist eine Veränderung gegenüber den Jahren, in denen Marcel oder Serge die Geschicke persönlich in der Hand hielten. Aber wer ein Unternehmen operativ leitet und wer es wirklich kontrolliert, sind zwei verschiedene Fragen. Die Familie Dassault kontrolliert das Unternehmen, sie kontrolliert Le Figaro und die damit verbundenen Medienbeteiligungen, sie kontrolliert Immobilienportfolios in Frankreich, in Paris, in Gebieten, deren Wert kaum zu schätzen ist. Sie sitzt auf einem Vermögen, das in den Milliarden gemessen wird, und sie navigiert, wie sie es immer getan hat, durch ein Frankreich, in dem die Grenzen zwischen privatem Kapital und staatlicher Macht fließend sind. Der Rafale fliegt heute über Wüsten, über Meere, über Gebiete, die auf der Karte dieser Geschichte vorkommen, Ägypten, Indien, die Golfstaaten. Er ist ein exzellentes Flugzeug. Das ist keine Frage. Die Ingenieure, die ihn gebaut haben, die Piloten, die ihn fliegen, haben gute Arbeit geleistet. Aber der Rafale ist auch mehr als ein Flugzeug. Er ist das sichtbarste Symbol einer Logik, die sich durch 150 Jahre französischer Industriegeschichte zieht. Die Logik, dass nationale Stärke und privater Reichtum kompatibel sind. Dass eine Familie, die Frankreich stark macht, von Frankreich stark gemacht werden darf. Dass die Grenzen zwischen dem Interesse des Staates und dem Interesse eines Unternehmens keine wirklichen Grenzen sind, sondern Vereinbarungen, die man neu verhandeln kann. Das ist nicht nur Frankreich. Das ist die Geschichte des modernen Kapitalismus, erzählt an einem besonders plastischen Beispiel. Es gibt einen Teil dieser Geschichte, über den kaum jemand spricht. Den menschlichen Teil. Marcel Dassault, der Mann, der in Buchenwald war und der zurückgekehrt ist und ein Imperium aufgebaut hat. Was treibt jemanden dazu, so weit zu gehen? War es wirklich die Überzeugung, Frankreich zu dienen? War es die Obsession mit dem Fliegen, die nie erloschen war? War es das Trauma, aus dem er herausgekommen war und der Entschluss, niemals wieder so schwach zu sein? Wahrscheinlich mehr, als man sieht. Wahrscheinlich in Anteilen, die er selbst nicht hätte benennen können. Es gibt Berichte von Zeitgenossen, die sagen, Marcel Dassault habe sein Unternehmen nie als Selbstzweck betrachtet. Er habe über die Flugzeuge gesprochen wie über Kinder. Er habe jeden Testflug verfolgt wie eine persönliche Prüfung. Er habe in seinen letzten Lebensjahren blind und körperlich geschwächt immer noch im Büro gesessen und die Konstruktionspläne neuer Modelle ertasten lassen, weil er sie sehen wollte und nicht konnte. Das ist das Bild eines Mannes, der wirklich glaubte, was er tat. Der den Raum zwischen persönlichem Ehrgeiz und nationalem Interesse für sehr klein hielt, vielleicht weil er ihn wirklich für klein hielt. Ob er recht hatte, ist nicht die eigentliche Frage. Klar ist nur eines: Was er aufgebaut hat, existiert noch immer. Es produziert weiter Flugzeuge, die in Konflikten eingesetzt werden. Es hält weiter eine Zeitung, die die öffentliche Meinung beeinflusst. Es pflegt weiter Beziehungen zur politischen Klasse Frankreichs, die enger sind, als die meisten Bürger wissen oder wissen wollen. Das ist das Erbe der Familie Dassault. Und es wirkt weiter. Und selbst das ist noch nicht alles, weil das Erbe nicht endet. Der nächste Rafale-Export-Deal ist bereits verhandelt. Die nächste Regierung in Paris wird, wie jede Regierung vor ihr, auf Dassault angewiesen sein, wenn sie Frankreichs militärische Unabhängigkeit demonstrieren will. Le Figaro wird morgen erscheinen, wie es gestern erschienen ist und vorgestern. Die eigentliche Frage ist einfacher, als man denkt. Sie ist keine wirtschaftliche, sie ist eine über Systeme. Wie entstehen Systeme, in denen eine einzelne Familie so viel Einfluss hat? Nicht durch Verschwörung, nicht durch einen bösen Plan, sondern durch 1000 einzelne Entscheidungen, die jede für sich vernünftig erschienen. Durch Leistung, die Vertrauen schafft. Durch Vertrauen, das Abhängigkeiten schafft. Durch Abhängigkeiten, die sich über Generationen konsolidieren. Marcel Bloch wollte bessere Propeller bauen. Er baute sie und am Ende regierte sein Sohn über ein Stück des öffentlichen Lebens Frankreichs, das mit Propellern wenig zu tun hatte. Das ist die Geschichte der Familie Dassault, nicht die Geschichte des Bösen, nicht die Geschichte des Heroischen. Eine Geschichte darüber, was möglich wird, wenn Talent, Staat und Zeit zusammenkommen, und die Frage, ob das, was dabei entsteht, das ist, was eine Demokratie sich für sich selbst wünscht, die bleibt offen. Wie alle wichtigen Fragen, sie bleibt offen. Und genau deshalb lässt sie sich nicht ignorieren. Aber man muss noch über eine Dimension sprechen, die in dieser Geschichte bisher nur angedeutet wurde. Die Dimension des Geldes nicht als abstrakte Zahl, sondern als konkretes Werkzeug der Macht. Die Familie Dassault gehört zu den reichsten Familien Frankreichs. Ihr Vermögen steckt nicht an einem Ort, sondern in Unternehmen, Medien, Immobilien und Beteiligungen. Genau deshalb ist es so schwer angreifbar. Entscheidend ist nicht nur das Geld. Entscheidend ist die Kombination Rüstung, Medien, Politik und Kapital. Wer in allen 4 Bereichen gleichzeitig präsent ist, sitzt nicht an einem Hebel. Er sitzt am Schaltpult. Das ist kein Vorwurf. Das ist eine Beschreibung der Realität.
Unter dem Dach der Familie Dassault bekommt diese Medienmacht eine besondere Bedeutung. Nicht durch offene Verbote, sondern durch Ton, Auswahl und Gewichtung. Das ist die weichste Form von Medienmacht. Und deshalb die wirksamste, weil sie selten direkt sichtbar ist. Man erkennt sie erst, wenn man lange genug auf das Muster schaut. Es gibt eine Frage, die sich am Ende jeder Geschichte über Macht stellen muss. Nicht die Frage, ob das, was beschrieben wurde, illegal ist, sondern die Frage, ob es das ist, was eine Gesellschaft für sich will. Frankreich hat eine Demokratie. Es hat Gerichte, die urteilen. Es hat Medien, die berichten. Es hat Bürger, die wählen. Und trotzdem existiert das System, das hier beschrieben wurde, seit über einem Jahrhundert. Es hat Kriege überlebt. Es hat Regierungen überlebt. Es hat Skandale überlebt, Verurteilungen überlebt, öffentliche Empörung überlebt. Warum? Nicht wegen Verschwörung, sondern weil das System liefert. Der Rafale fliegt. Frankreich will Unabhängigkeit. Le Figaro wird gelesen. Solange das System liefert, wird es geschützt. Das ist die Logik, die schwer zu durchbrechen ist. Nicht, weil man sie nicht kritisieren könnte, sondern weil die Alternative die vollständige Entflechtung von Kapital, Politik und Medien in einer Welt, in der diese Verflechtungen global sind, utopisch wirkt. Frankreich hat sich für eine bestimmte Version dieser Struktur entschieden. Oder genauer, Frankreich ist in diese Version hineingewachsen, ohne je eine bewusste Entscheidung getroffen zu haben. Das ist das Unbehagen, das diese Geschichte hinterlässt. Nicht Empörung, eher ein ruhiges Unbehagen, weil diese Realität komplizierter ist als die Geschichten, die man sich über Demokratie und freie Märkte erzählt. Marcel Bloch hat bessere Propeller gebaut. Das war der Anfang. Was daraus geworden ist, sieht man heute noch. Am Ende bleibt eine Frage, die jeder anders beantworten wird: Hat Dassault Frankreich stärker gemacht oder Frankreich abhängiger? Und was daraus noch wird, das entscheidet sich nicht in Familienräten und nicht in Pariser Ministerien. Es entscheidet sich in dem Maß, in dem Gesellschaften bereit sind, die Fragen zu stellen, die unbequem sind. Auch wenn die Antworten noch unbequemer wären. Und die eigentliche Frage ist nicht, wie sie das geschafft haben, sondern warum es niemand wirklich gestoppt hat,